Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es auch ein bisschen anders, das verspreche ich Ihnen. Und ich glaube auch, dass jeder von Ihnen, die uns jetzt zuschauen, wirklich unseren Gast heute kennt. Thomas Anders, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, und mit neuem Album eben auch dabei, Thomas sings Modern Talking. Da habe ich noch gedacht, dass, so diese alten Songs wieder zu haben. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die wieder neu einsingt? Naja, das war zum Teil schon sehr emotional. Zum einen, weil ich einige Songs gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Das war irgendwie... Das sind ja auch so viele, ne? Ja, weiß ich, 75 oder 78, ich weiß gar nicht. Und das natürlich dann 40 Jahre später, einen Song dann wieder neu einzusingen. Und da gibt es schon Unterschiede. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, das ist doch der gleiche Song, dass ich ihn gleich interpretiere. Also, dass ich Luft nehme an der gleichen Stelle, dass ich die Pausen setze an der gleichen Stelle. Da hat sich für mich dann nicht so viel geändert. Aber das sollte auch so sein, ne? Was ich ganz witzig finde, dieses Foto, ne? Da KI, ja, der junge Thomas Anders. Wie ist das so, wenn man das so sieht, daneben steht? Und vor allem, wer braucht der jetzt länger in der Maske von beiden? Ich heute. Ehrlich? Mit den kurzen Haaren? Ich hätte jetzt gedacht... Aber das ist ja nicht nur kurze Haare, das ist ja auch Gesicht, ist ja auch ein bisschen dabei. Ein bisschen aufmodulieren? Nein, Quatsch. Nee, aber wirklich, ne, wenn man das so sieht, so... Also mit Lipgloss und so weiter. Ja, aber das musst du dir mal für mich vorstellen, dass ich jeder sollte sich das mal vor Augen halten. Man nimmt irgendwie ganz von früher, 40 Jahre vorher, ein Bild und plötzlich ist man zusammen irgendwie als Bild und man denkt, das bin ja auch ich. Jetzt bin ich heute und das war gestern und da gehen ganz, ganz viele Geschichten durch den Kopf. Und das war für mich auch eine ganz tolle Zeitreise, halt eben diese Alben aufzunehmen und das Video dazu zu drehen und durch die KI, dass ich mich umarme, dass wir uns ansehen, das ist ganz spooky. Ja, das glaube ich. Ja, das ist ganz, ganz skurril, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und irgendwie die Menschen mögen es und sind wirklich heiß drauf. Ja, das glaube ich. Es hört sich auch wirklich gut an. Also es macht so gute Laune, finde ich, habe ich heute in der Vorbereitung gedacht. Und wenn man das so sieht, ich finde auch, wir haben uns ja aufs Du geeinigt, du sagtest, Du ist in Ordnung. Du bist für mich so ein bisschen der Pfälzner George Clooney. Also so jetzt mit den kurzen Haaren, das geht in die Richtung, wirklich. Also ich freue mich sehr auf den Abend heute. Ich bekomme heute. Komplimente, danke. Du hast auch super spät schwimmen gelernt, ne? Ja, ich habe mir das Schwimmen selbst beigebracht. Weil ich unbedingt schwimmen wollte. Und da warst du 20, glaube ich. Ja, 20, ja, 19, 20. Weil ich hatte ein furchtbar traumatisches Erlebnis als Kind, dass ich im Schwimmbad war. Wir waren mit dem Sportunterricht, waren wir im Schwimmbad. Und ein enger Freund von mir, der hat Seepferdchen gelernt. Und da muss man, glaube ich, jemanden so abschleppen oder sowas. Und das hat er gesagt... Ach, das ist schon ein weiter, genau. So, und er hat mich dann abgeschleppt, aber er hat sich nichts dabei gedacht und mich an der tiefsten Stelle, wo es 4,50 Meter war, losgelassen. Und ich weiß noch, ich bin... wie ein Stein ich nach unten. Und ich habe Wasser getrunken und sowas. Und das weiß ich heute noch. Also deshalb hat das doch etwas hinterlassen, dass ich irgendwie mit dem Fuß auf den Boden kam und mich abgestoßen habe und kam wieder an den Beckenrand und konnte mich festhalten. Und seitdem hatte ich einfach furchtbar Panik vor Wasser. Aber irgendwann dachte ich, das ist eigentlich auch so schön. Und die anderen gehen rein und habe es mir selbst beigebracht. Ich bin kein guter Schwimmer, aber ich kann auf jeden Fall schon mal meine Bahnen ziehen. Und gehst jetzt auch angstfrei ins Wasser, wenn du irgendwo ja, ich gehe ohne Angst ins Wasser, definitiv. Aber ich habe dann Angst, wenn ich nicht stehen kann. Also das ist aber auch eine Kopfsache, weil manchmal schwimme ich auch wenn es tiefer ist und merke erst später, dass ich nicht hätte stehen können, aber habe es ja auch geschafft. Aber dann geht's, ne? Genau. Ja. Aber es ist schon irre, was man alles so über dich liest. Also ich meine, ich weiß, wann du schwimmen gelernt hast. Ja. Wahnsinn, was das für eine Karriere ist. Thomas Anders sings Modern Talking, ist eben die Geschichte von Modern Talking. Warum eigentlich 40 Jahre danach nochmal das neue Album? Gut, es ist eigentlich so, dass ich seit vielen Jahren natürlich, ganz vielen Jahren durch die Welt ziehe und Tourneen gebe und Konzerte. Und mein Programm, mein Tourprogramm, was ich habe, wird alle 2 bis 3 Jahre komplett neu arrangiert.
Das heißt also, die Songs hören sich dann nach ein paar Jahren nicht mehr so an, wie sie sich vorher anhörten. Das einfach deshalb, weil der Musikgeschmack, also die Instrumenten, der Zeitgeist ändert sich, ja. Und ich will immer einen aktuellen Zeitgeist widerspiegeln auf der Bühne. Und so kamen halt eben viele Fans, die mich auch auf Social Media angeschrieben haben und sagten, das ist so toll, aber wo kann man das streamen oder wo kann man es downloaden? Es gibt es nicht. Ich habe mich so wohl gefühlt in der Show, aber ich höre eigentlich nur die alten Versionen. Ja, es ist deutlich mehr Beat auch drin. Ja, es ist schneller geworden. Es ist, die Drums haben sich verändert als das Schlagzeug. Der Beat dadurch, Bass, das hat sich alles verändert, alles moderner geworden. Ist diese Kita ist nicht dabei, ne? Die Kita ist nicht dabei. Gut, die Kita ist ja auch... Die kommt wieder, habe ich überall gesehen. Ja, aber wirklich. es ist eigentlich mehr was für die Optik als, Ach so, okay. als für den Sound. Und so kam es dann, dass dann eben mein Produzent Christian Geller und ich zusammensaßen vor 1,5 Jahren und sagten, was können wir eigentlich neu machen? Wie kann man das verändern? Und dann kam halt eben die Idee, vielleicht zu 40 Jahre Modern Talking nochmal die Musikrevue passieren zu lassen. Und es ist für mich ja auch eine Hommage. Es ist ja meine Zeitreise. Es ist ja mein Leben. Den größten Teil meines Lebens habe ich mit Modern Talking und mit der Karriere verbracht. Und so haben wir uns halt eben im Studio hingesetzt und haben alle 6 Alben von Modern Talking aus den 80ern neu aufgenommen. Wie viele Songs sind das dann? Wie viel habt ihr eigentlich? Ich weiß Oder nicht. du eigentlich? Aber Das ist ja irre viel, ne? 76, 78. Wahnsinn. Also ich müsste noch mal... Waren denn von damals auch noch mal wieder Leute dabei, die damals auch irgendwie mitgemischt haben? Also wir noch? haben die Chorsänger, die in der zweiten Phase von Modern Talking dabei waren, die haben das alles neu eingesungen Witzig, ja. und gemacht und ich mit der Stimme eingesungen. Und was wir auch gemacht haben, das fand ich hochspannend, dass wir diese besonderen Sounds, die wir in den 80ern hatten, also man hat es eben ja gehört, gerade bei You're My Heart, You're My Soul, dieses Dang, 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 dieser Keyboard-Sound, der wurde genau nachproduziert, aber auf die moderne Produktion von heute gelegt. Also das ist immer schön, ich versuche das zu erklären, aber wenn man so in einem Schaffungsprozess ist es viel interessanter, mit anzuhören, was andere darüber sagen, die es gehört haben. Und sie sagten, es war eigentlich so, als wäre ich in den 80ern gewesen, aber ich bin hier. Ja, aber es klingt eben gut. Es klingt eben wie hier. Wie ist das eigentlich, wenn man diese alten Songs von früher nimmt? Haben dann alle, die früher daran mitgearbeitet haben, also zum Beispiel Dieter Bohlen, hat der dann auch Rechte daran? Also der hat seine Kompositionsrechte, ganz klar. Also wenn du dann praktisch dieses neue Album aufnimmst und damit auf Tour gehst, dann kriegt er auch wieder Geld. Ja, was ja nicht schlimm ist, ja sein gutes Recht. Und er hat ja nun diese tollen Songs auch geschrieben. Also wir wollen da jetzt überhaupt nichts irgendwie in Frage stellen. Nee. Es sind ganz, ganz tolle Songs. Es sind Welthits geworden und natürlich bleiben ihm die Rechte daran, was ja auch richtig ist. Hört er sich das dann auch an, weil er sagt, es ist ja auch meine Geschichte, ich möchte auch mal reinhören? Da müsstest du ihn anrufen und fragen. Ach so, nee, nicht bei dir angerufen und gesagt, hey, cooles Album, finde ich gut. Nein, hat er nicht. Okay. Es sind auch neue Songs drauf? Auf jedem Album der 6 sind 2 neue Songs, die im Sound von Modern Talking im Grunde geschrieben und produziert sind. Und da wollen wir mal einen hören. Don't Fly Too High. Ich finde das immer noch spooky mit diesem 40-Jährigen, wenn man den so in den Arm nimmt und so. Das ist ja KI generiert, ne? Ist der Sound eigentlich auch KI generiert? Nein. Nee, also das hat dann da keine Rolle gespielt. Das hat keine Rolle gespielt, nein. Es ist wirklich nur die Optik, also dass wir uns umarmen, dass wir uns ansehen, das ist die KI. Und wenn du also so im Studio warst und dann wieder diese Modern Talking Vibes gespürt hast, und dann hat man ja bestimmt auch so Erinnerungen an die Zeit. Gibt es da so bestimmte Bilder, die du dann abrufst? Naja, es kommen immer so ich nenne es mal so, Erinnerungen, Flashbacks. Als ich im Studio hier in Hamburg, das wurde ja in Hamburg alles aufgenommen, stand und habe dann den Song eingesungen. Und
Aber ein Song steht manchmal auch für eine gewisse Zeit. Eben, Also gerade ja. jetzt dieses erste Album, was jetzt erschienen ist. Alle weiteren Alben erscheinen ja in diesem Jahr, in diesem Jubiläumsjahr. Alle 8 Wochen kann man das nächste Album halt eben von Thomas Anders Sings Modern Talking anhören. Dann kommt beim ersten Album natürlich Anfang der Karriere. Wenn man dann so beim dritten Album ist man schon wieder in der neuen Phase. Also es geht nicht nur auf den Song bezogen, sondern es ist immer albumbezogen, die Zeit des Albums, als man es eingesungen hat und was man dann erlebt hat. Was war denn eigentlich die bessere Zeit? Jetzt kann man das rückblickend sagen, waren ja nur erfolgreiche Zeiten von daher. Aber es gab ja einmal die Mitte der 80er und Ende der 90er, als sie dann wieder noch mal zusammen waren. Also für mich war die zweite Karriere, nennen wir es so, Karriere von Modern Talking definitiv die bessere. Warum? Beim ersten Mal Modern Talking war ja alles neu. Das heißt, ich musste es ja komplett neu lernen. Und man darf nicht vergessen, Dieter ist ja auch 9 Jahre älter als ich. Er war damals 30. Er war schon in der Branche, er kannte sich damit aus, ich nicht. Für mich war im Grunde jeder Schritt, den Schritt mit der Öffentlichkeit, Schritt mit den Medien, auch mit dem Erfolg umzugehen, das war alles zum ersten Mal. Ich hatte es vorher nicht. Beim zweiten Mal Modern Talking war ich in den Mit-30ern. Dann ist man sowieso als Mensch schon gefestigt, man weiß, wo man steht. Und ich wusste aber auch, was auf mich zukommt. Ich wusste, was es heißt, ein Album zu promoten. Ich wusste, was es heißt, in Fernsehaufzeichnungen zu machen. Ich wusste, was es heißt, ins Studio zu gehen, Fotos zu machen. Man war sich einfach in allem sicherer. Und das macht es natürlich für den Geist viel entspannter. Ein bewussterer Schritt in dem Absolut. Moment auch. Ne? Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn das jetzt damals nicht so war, dass Dieter Bohlen unbedingt ein Mentor war, den man dann vielleicht braucht, wenn man so Anfang 20 ist, dass es beim zweiten Mal dann einfacher ist, auch mit so Widrigkeiten umzugehen, drumherum, oder? Ja, es ist ja immer, man macht immer im Leben immer einmal irgendetwas zum ersten Mal. Und das ist natürlich beim zweiten Mal, wenn man halt eben nun eine Blaupause der Karriere nimmt, ist es dann nicht. Ne? Denn deshalb weiß man, auch wenn halt eben Schwierigkeiten auftreten, weiß man viel besser damit umzugehen. Stimmt. Manche Dinge sind beim ersten Mal schöner und andere eben nicht. Genau. Gut, da gehen wir jetzt nicht So. drauf. Guckt man das noch gern oder denkt man sich, oh, ich ja schon irgendwie, klar, 1000-mal gesehen? Nee, ne? Ja, es kommen doch immer wieder mal neue so Filme, so kleine Abschnitte rein. Und das guckt man dann gerne. Und ich muss mich immer so kneifen, weil ich denke immer, das kann ich nicht alles erlebt haben. Weil was ich in den 40 Jahren erlebt habe, das ist so enorm. Das ist so viel, dass man denkt, das erleben andere Menschen in 3 Leben nicht. Findest du es manchmal schade, dass du das mit Dieter nicht feiern kannst? Und dass er anstoßt und sagt, ey, was haben wir für eine Weltkarriere hingelegt? Vielleicht ist es manchmal schade, aber wir sind nun so, wurde ja auch im Beitrag gesagt, so unterschiedlich. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Empfindungen. Ich frage mich manchmal, was wäre eigentlich passiert, hätten wir uns super verstanden. Wäre die Karriere auch so verlaufen? Also wir wissen das, wir stehen im Heute, im Hier und im Jetzt. Und es ist immer interessant, im Rückblicken zu sagen, aha, wir haben das richtig gemacht oder wir haben das falsch gemacht. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir das jetzt reflektieren. Ja, deshalb dachte ich aber so jetzt, dass man sich jetzt zusammensetzt und sagt, so cool. Okay. Aber also es ist, was ich auch total schön finde, ist, dass du aber diese ganze Zeit nimmst, um auch in Kontakt mit den Fans zu bleiben. Diese Fan-Days, das fand ich eine super schöne Idee. Ja. Du hast die so aufgefangen, ne? So nach der Trennung irgendwann gedacht, okay, irgendwie müssen wir noch mal zusammenkommen. Ja, das war damals ja 87 sehr spontan mit der Trennung und ich habe dann damals gab es so die großen Fanclubs. Es gab ja nicht Social Media, wo man sich austauschen konnte, sondern ich bekam säckeweise Briefe, die eigentlich gefüllt waren mit Tränen, warum das so ist und dass man so traurig ist und wir waren ihr Lebensmittelpunkt und. Und dann kam halt eben ein Freund von mir und ich auf die Idee, und sagten, lass uns doch vielleicht, das war auch Koblenz, weil es einfacher von der Orga war, lass uns doch vielleicht einfach mal ein Treffen machen, dass die Fans sich austauschen können. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, beim ersten Fantreffen kamen 70 oder 80 Fans. Und das hat so viel Hoffnung und Mut gegeben, dass wir sagten, okay, dann machen wir es im nächsten Jahr wieder. Und das war wirklich damals noch in einer Tanzschule
die ich dafür angemietet hatte. Ja, man konnte es auch nicht so schnell publik machen. Ne? Das hat sich Ja, und es rumgesprochen. war ja nicht so schnell publik machbar Ja, so. wie heute Genau. über die Social-Media-Strecke. Naja, und dann am Ende, die letzte Fan-Day hatten wir vor 2 Jahren. Ja, also es werden 3. Und dann kamen dann aus der ganzen Welt 1000. Und das war dann aber nicht mehr dieser gemütliche Nachmittag. Nein, das ist dann eine Nachmittagsshow und das ist dann eine Abendshow mit Konzert. Das ist ein kompletter, ausgefüllter Tag. Und das war mein Danke-Sagen. Aber was mich viel mehr berührt, ist die Tatsache, dass mit vielen Fans aus der ganzen Welt Freundschaften entstanden sind. Da haben plötzlich Freundschaften stattgefunden von Fans aus Peru mit Fans aus Frankreich, ungarische Fans mit Fans aus Südafrika. Und das ist wirklich so Kulturen zusammenführen. Das finde ich so irre. Da müssen wir auch auf jeden Fall noch mal drauf gucken, wo überall Modern Talking erfolgreich war. Also, und du auch noch auf Tour warst, also, oder immer noch auf Tour bist ja auch. Ne? Aber jetzt machen wir einen kleinen Sprung zum Bernd von der Mosel. Denn so ging alles los mit 6 Jahren. Denn Bernd Weidung ist ja der richtige Name. Genau der richtige Name. Wobei ich dann immer denke, stellst du dich überhaupt noch irgendwo so vor? Die sagen ja, alles stimmt nicht, oder? Die meisten sagen das ja, nur das Finanzamt nicht. So, ja, schade, ne? So, mit 6 ging's los. Es war so ein bisschen so eine idyllische Kindheit, würde ich sagen, auf dem Lande. Es war eine total harmonische Kindheit. Wir müssen das so jetzt nicht irgendwie blumig umschreiben. Mein Dorf hatte um die 120 Einwohner. Ich kam aus einem bürgerlichen Haushalt, Vater Beamter und meine Mutter hat eben ein Café. Und ja, ich habe immer gesungen. Aber du warst schon damals anders sozusagen. Also Ja. dieser Hausbau im lila Jackett, da solltest du doch irgendwie mithelfen. Ja. Das fand ich so bezeichnend. Ja, aber Ilka, jemand, der doch für eine große Karriere geboren ist, der kann doch nicht Steine schleppen. Das muss doch jeder sehen. Also deshalb lila Jackett und was war das noch, irgendwie Schlips oder Ich hatte eine so. Lederkrawatte an. Es gibt so ein Bild, es gibt so ein Belegbild. Und ich sollte wirklich immer zu Hause dann helfen, weil mein Vater noch ein weiteres Haus gebaut hat. Und ich hatte einen älteren Bruder und er sagte, dein Bruder muss mit ran, dann musst du auch mit ran. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht argumentieren, ich mache das nicht. Also habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Jetzt nicht irgendwie alte Hose und alter Pulli, sondern bin halt eben im Jackett und in Lederkrawatte. Mein Vater ist natürlich ausgerastet. Und immer wenn so eine Schubkarre voll mit Steinen war, habe ich die dann stehen lassen und habe Hände gewaschen und habe mir die Hände eingecremt. Das hat mein Vater, glaube ich, 3 Stunden lang mitgemacht. Dann hat er gesagt, Jetzt muss er Musik machen, geh ans Klavier. du bist gar nichts dafür. Und ich dachte, alles richtig gemacht. Genau, ja, und dann kam ja Klavier. Also, sie haben dich ja schon unterstützt. Ja, auch meine deine Eltern haben mich unterstützt, Genau, klar. Nachwuchswettbewerbe Ja. gab das es haben die ja. schon gemacht. Und dann irgendwann kam der erste Fernsehauftritt. Da Ja. warst du, glaube ich, 15? 17. Sowas? 17? Okay. Immer dieser Blick in die Kamera, das war schon immer, ne? Also die Kamera war schon deins, immer so reingeflirtet. Damals war ich total nervös. Ich war am Ende meiner nervlichen Kräfte, weil ich musste so live spielen, ich musste live singen. Und das Ganze mit einer Liveband und mein allererster Fernsehauftritt, Aber schon, ich fand das schon recht professionell. So, wir müssen schon wieder einen Sprung machen, weil bei dieser Karriere müssen wir zwischendurch, weil sonst brauchen wir noch eine Stunde hinten ran. Also wir sind jetzt bei der Trennung 2003. Es gab viele Alben, wir haben gerade schon darüber gesprochen, du warst überall unterwegs, auch USA, Ostblock super erfolgreich. Da gab es eine große Tournee zum Beispiel in Russland, das war 2010. Also es ging immer weiter für dich, ne? Unter anderem mit den Modern Talking Hits, aber eben auch mit deinen eigenen Alben. Und gerade in Osteuropa war das so. Wie kannst du dir das erklären? Das hat einfach die Historie, dass Modern Talking halt eben als erste westliche Band dort Schallplatten verkaufen durfte. Es war geöffnet dafür und nach unserer Trennung 2003 habe ich das natürlich gepflegt und bin auch in Fernsehshows nach Russland gegangen. Es war in St. Petersburg oder in Moskau. Und um sich mal eine Dimension vorzustellen, es gab da damals eine Talkshow, so im Grunde das Pendant zu Harald Schmidt, zu der Harald Schmidt Show, die wir ja nun lange hatten. Und in dieser Sendung, als ich in der Sendung war, haben 26 Millionen Menschen zugesehen.
Ja, Also das sind ganz andere Dimensionen. Und ich habe dann mein eigenes Soloalbum veröffentlicht, das auch 1 Million Mal verkauft wurde. Das war Strong, war Strong. das? Ja. Das war Strong. Der hat ja auch Platin gekriegt. Das ne? hat auch Platin gekriegt, genau. Und ja, und habe das immer kultiviert und bin immer auf Tourneen gegangen. Wahnsinn. 2022 wolltest du eigentlich auch auf Tour gehen, hast das abgesagt. Wie haben die russischen Fans da reagiert, die dich ja so lieben? Naja, sie waren am Anfang sehr geschockt, weil sie es nicht verstanden haben, weil aber natürlich die Propaganda ihnen etwas anderes erzählt hat. Wir sprechen hier nun vom Überfall auf die Ukraine, 24. Februar 22. Und sie waren geschockt, weil sie es nicht verstanden haben. Ich habe das dann versucht zu erklären, also über Mail, und sagte, ja, aber Russland hat die Ukraine überfallen. Und dann sagten sie, nein, das würde ich falsch verstehen. Das wäre nur eine kleine militärische Operation. Das wäre in 2 Wochen wieder vorbei. Und dann sagte ich glaube nicht, dass das in 2 Wochen vorbei ist. Und leider sind wir jetzt schon im 3. Jahr, was schlimm genug ist. Ne? Ja. Und wie war dann so die Reaktion darauf? Es kam zuerst mal sehr wenig. Und man war traurig. Interessanterweise war es so, dass die Promoter, also die Veranstalter für die verschiedenen Konzerte, sagten, okay, dann verschieben wir das jetzt, was im März 22 nicht stattfinden konnte, verschieben wir in Oktober 22. Ah. Und, dann sagte ich, das wird so nicht sein, das wird so nicht kommen. Und mittlerweile gibt es wirklich viele, die auch sagen, ja, es ist doch nicht so, wie man es uns erzählte. Wobei ich sagen muss, das russische Volk ist jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht... Nein, also es ist nicht so, dass, genau, das ist das, was ihr Sie seid gesagt schuld. bekommen. Also wenn es irgendwann eine Möglichkeit gäbe, würde ich auch wieder zurückkommen. Aber die sehe ich momentan nicht. Und dann vielleicht sogar mit Florian Silbereisen, der nächste Sprung. Ja, das die muss ich wäre machen, weil das ist ja auch, also das Album hieß das war 2018, glaube ich auch. 2020. 2020. Es sind so viele Alben. So auch wieder Platz 1. Also du hast dir im Grunde genommen noch mal einen blonden Partner gesucht, mit dem es auch wieder richtig funzt, muss man sagen. Wir gucken mal. Gut, ich habe nicht nach der Haarfarbe geguckt. Das ist so ein bisschen. So, wir gucken mal, wie ihr beiden zusammen auf der Bühne ausseht. Mit ihrem Charme fühlt man sich fast elektrisiert. Sie lässt mich einfach nicht los. Gefühle werden groß. Wenn ich sie sehe, dann ist es einmal mehr passiert. Man sieht, wie ihr gefeiert wird. Ja. Warum hatten die denn Tüten auf den Kopf? Das habe ich nicht verstanden. Weil das ist so eine Geschichte, niemand weiß, wer sie eigentlich ist. Und ach so, deshalb. Okay. Und deshalb, es wurde dann geoutet, weil sie, das war dann Barbara Schöneberger, die ja auch in diesem Song ein Part singt. Ach so, okay, jetzt bringt das Ganze ein. Ja, weil es fing ja, die erste Single von uns war ja, sie sagte doch, sie liebt mich. Und niemand wusste, wer sie ist. Dann war die zweite Single, sie hat es wieder getan, also wieder den anderen verlassen. Und sie ist jetzt wieder in der Stadt und keiner kannte sie. Aber es ist Barbara Schöneberger. Und seid ihr befreundet eigentlich, Florian und du? Ja, wir stehen, ich bin mit Freundschaften, wir sind sehr freundschaftlich verbunden. Ich glaube, das ist wichtig. Okay, also auf jeden Fall haben wir noch eine wohlwollende Nachricht für dich. Hallo zusammen, Servus, lieber Thomas. Ich könnte jetzt zur ultimativen Lobhudelei ausholen, aber ich mache es einfach kurz. Thomas, du hast alles erreicht, was man als Künstler erreichen kann. Nichtsdestotrotz bist du immer am Boden geblieben. Du begegnest den Menschen auf Augenhöhe und es ist für mich immer wieder eine große Freude und Ehre, mit dir auf der Bühne stehen zu dürfen. Ich lasse dir jetzt aber erstmal ein bisschen deinen Freiraum, ja, damit du dich ein bisschen erholen kannst von mir und wünsche dir einfach nur das Allerbeste, ganz viel Freude und Erfolg mit deinem neuen Album, mit deinem Jubiläumsalbum und freue mich aber schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen, spätestens dann beim Schlagerboom Open Air in Kitzbühel, wenn wir dann wieder gemeinsam auf der Bühne stehen dürfen. Bis dahin, fühl dich ganz fest umarmt. Ich wünsche euch allen viel Spaß und bis bald. Servus, dein und euer Florian.
Danke, Flori. Das war eine Überraschung. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Danke, ganz, ganz lieb, danke. Sehr schön. Danke. Musst du sich nicht von ihm erholen, ne? Nein, von Florian muss man sich nicht erholen. Das ist immer wieder eine Freude, mit ihm zusammen zu sein, auf der Bühne zu stehen. Ich freue mich jetzt schon super auf erfolgreich. Kitzbühel. Ja, Ja, das letzte Album Anfang des Jahres auch wieder Nummer 1. Eben. Ja, drunter machst du es ja nicht. Na, So, wir gehen auf jeden Fall gleich rüber in die Küche, denn da kommen wir zu den anderen Kompositionen von Thomas Anders. Tatsächlich bist du auch erfolgreicher Fernsehkoch und Kochbuchautor. Über Kult dürfen wir bei dir auch reden, ne? Aber jetzt gehen wir mal aus dem Tonstudio raus in dein zweites Kochstudio. Lieblingsgebiet. Richtig, denn 2 Kochbücher sind ja auch dabei. Eigene Gewürze, eigener Wein. Das ist schon so ein bisschen, diese Genusswelt ist deine. das ist meine Genusswelt, genau. So, und jetzt hast du uns ja versprochen, du kochst uns was. Flammkuchen, da hab ich mich ehrlich gesagt gewundert. Warum Flammkuchen? Na, geht schnell. Ach so, okay. Ich dachte so ein Saumagen oder so als Pfäfer. Ja, dann müssten wir die Sendung ein bisschen verlängern, ne, damit alles fertig ist. Nein, ich habe Flammkuchen, weil das so etwas ganz Leichtes ist, was man abends machen kann. Und man sieht es gleich, es geht extrem, extrem schnell. Ist das so, dass du oft auch für Freunde mal kochst? Ja, wenn ich Zeit habe, ist leider zu wenig, aber mehr für die Familie oder für meine Frau und sowas. Und ich bin dann jemand, dass ich dann so im Nachmittag sage, wenn ich so verspüre, was machen wir heute Abend, möchtest du essen gehen oder soll ich was kochen? Es kommt meistens, bitte kochen. Ja, bitte etwas. koch was, ne? Und dann mache ich mir irgendwie Gedanken, fahre dann in den Supermarkt oder zum Gemüsehändler und kaufe ein und dann sage ich, lass dich überraschen. Ach schön, das klingt gut. Bist du Multitasking so, mit nebenher kochen und so? Schwierig, ne? Oder? Muss ja jetzt sein, das machen wir, ne? Schaffen wir alles? Das ja? schaffen wir. Okay. Ich bin auch ein bisschen Claudia, deine Frau. Ich glaube, die macht in der Küche auch eher so, dass sie so ein bisschen unterhält und, oder? Ja, Wie meine ist Frau das? macht dann die Deko und So. deckt alles ein, Ja. und macht alles schön Ja, siehst du. und macht die Kerzen an. Ja, die habe ich jetzt nicht, aber ich habe Nein, ein bisschen aber- dekoriert. So, hast du sehr schön gemacht. So. Aber ist so, ne? So ein bisschen bei euch. Ja, wie gesagt, aber Claudia sagt, warum soll ich mir jetzt etwas aneignen, was mir auch nicht so viel Spaß macht? Und also du kannst so gut kochen und wir gehen jetzt nicht in Competition miteinander, sondern mein Gott, du kochst, ich mache es schön, wir decken gemeinsam ab, ich sehe zu, dass wieder alles schön weggeräumt ist und dann ist auch gut. Das mache ich danach auch. Aber jetzt musst du bitte anfangen. Ich habe Also. Angst, dass wir sonst bis zum Ende der Sendung nicht fertig Ja, das stimmt. Wir haben hier schon einen Teig vorbereitet. Das ist ein Flammkuchenteig, der vorbereitet ist, weil alles konnte man in der Zeit nicht machen. Jetzt gucke ich, dass ich den hier ein bisschen das Mehl verteile. Okay. Ich glaube, du musst im Akkord jetzt ausrollen. Ja, ich muss einen Geht Akkord das? ausrollen. Ja, warte mal, hier, der klebt ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Man kann ja auch mal her, einfach aus dem der ist Kühlschrank richtig schön. nehmen. Ne? Das ist bei dir manchmal auch so. Ich nehme dann würde ich ganz oft ganz fertige Scheiben. Also wo ich sage, ich gehe jetzt hin und habe ich jetzt keine Zeit. Und es gibt ja so Böden so für einen Flammkuchen. Ja, genau, die dann fertig sind. Die Ja, dann gerade so, wenn fertig man sind. Gäste hat. Es ist ja auch ein schnelles Essen, muss man Es ist sagen. und ne? es soll auch so sein. Und es ist aber ein sehr leckeres Essen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich den richtig ausgebreitet kriege. Nichts runterwerfen. Ja, wenn der nicht ganz so perfekt ist, das ist nicht schlimm. Na ja, ich fange aber- auch schon mal an, hier ein bisschen Deko Ja, zu mach mal so ein bisschen. So? Das sind wir schnibbel zu mal ein Hause. Mach bisschen mal so ein bisschen. Schnibbel am Schnittlauch ein bisschen. So, mache ich. Guck mal so. Ja, So wird nimm das den doch schon so, was. das ist okay. So, und dann, wenn man das hat, also wenn Sie zu Hause es fertig haben, dann kommt, ich stelle es hier hin, sieht man es besser, dann kommt dann eben Schmand Ja, und es kommt Creme Double oder Creme Fraiche, da bin ich nicht so, das ist jetzt nicht so aber problematisch. mit ordentlich Wumms kochst du auch gerne, ne? Ein bisschen Geschmack muss ja drin sein. So, das kommt rein. Dann kommt Salz und es kommt Pfeffer, kommt rein. So, und was ich immer ganz gerne mache, die habe ich auch in meiner Gewürzlinie, das ist immer so ein bisschen gekörnte Gemüsebrühe. Das bringt wirklich so ein bisschen Geschmack Okay. in die ganze Geschichte. Hier nehmen wir das. Das wird jetzt ganz einfach verrührt. Also man sieht, das ist überhaupt keine Hexerei. Da muss man jetzt auch tatsächlich nicht irgendwie großartig Vor allem eigentlich, wir haben ja jetzt den talentiert Teig schon fertig gehabt, aber in deinem Kochbuch ist es ja auch so, dass du den Teig auch beschreibst. Das sind, glaube ich, auch nur 3 Zutaten. Das sind 3 Irgendwie, das ist ja auch relativ einfach gemacht. Hat Definitiv. man alles im Haus, ne? Hat man da. Und das So. geht.
So, jetzt haben wir noch eine Minute. Jetzt musst du richtig Oh, Gas jetzt geben. gebe ich Gas. Danke für den Hinweis. Also, das wird glatt gestrichen. So. Gib mir schon mal die Zwiebeln, Ilka. Ja, die Zwiebeln, guck mal, das ich habe Die hast vor du ja Make-up, eben vor Make-up alles fertig gemacht. Alle geschnippelt. So, guck. das kommt hier oben So, drüber. weißt du was, ich nehme schon mal, weil wir haben natürlich vorgesorgt, schon mal einen fertigen raus, weil Ich bin das doch war schon klar, seit dass heute wir uns Morgen ein hier am bisschen Kochen. verlabern. So, So. Stell's einfach hier vorne hin. guck mal. Das kommt da drauf. Jetzt musst du schnell werfen. Guck hier. Jetzt kommen nämlich gleich die Regionalprogramme. Würfel. Ja, So, und du mal. darfst das Finishing machen. Ja. Du nimmst deinen Schnittlauch, Ja. machst den oben drüber, schön dekorativ. so, Na bitte. guck mal. Das Das ist ist doch doch schon mal ein ein Gedicht. Gemeinschaftsprojekt. Ah, das war So. richtig schön. Vielen Und so Dank. sieht es aus, So, wenn's auf wir den Ofen beiden, kommt. genau, wir beiden essen jetzt Flammkuchen. So, Sie zu Hause haben hoffentlich auch was Schönes auf dem Tisch stehen. Morgen übrigens wird es ein bisschen unterirdisch mit Hinak Baumgarten. Aber das liegt nur daran, dass eine Bodenwissenschaftlerin zu Gast ist. Auch sehr spannend. Also mein Ende der Woche hätte nicht besser enden können. Oh, Dankeschön. Ah, guck mal hier. also, guten Appetit und vielen Dank für den Besuch.